Im Mario Bros. 2 Film spielt Wario eine tragende Rolle. Lasst uns also abtauchen und gucken, wie tief der Wario-Eisberg geht. Erster Auftritt. Wario war das erste Mal in Mario Land 2 Six Golden Coins zu sehen. Danach bekam er mit Wario Land sein eigenes Spiel, da er schon damals bei Mario-Fans sehr gut ankam. Chronologisch gesehen hatte er seinen ersten Auftritt aber an Yoshi's Island DS, wo er als Baby entführt wurde. Er wurde dann allerdings in einer Höhle ausgesetzt, da seine Entführer seine Schreie nicht mehr ertragen konnten. Allerdings war Wario mutmaßlich schon vor Mario Land 2 zu sehen. In der Super Mario Bros. Super Show gab es eine Folge, in der die Klempner-Akademie gezeigt wurde. Und einer der Klempner sieht schon sehr stark nach Wario aus. Allerdings gab es sogar noch vorher erste Ansätze von Wario, denn dieser wurde von dem Charakter Spike aus dem Spiel Wrecking Crew von 1985 inspiriert. Tatsächlich waren die Nintendo-Mitarbeiter, die für Wario verantwortlich waren, auch für Wrecking Crew verantwortlich, nämlich das Research und Development Team 1. Identität. Mario ist Italiener, genauso wie Luigi, Wario und Waluigi. Aber ursprünglich sollte Wario eigentlich Deutscher sein. In Mario Kart 64, in Mario Party 1 und 2 sowie Mario Kart Super Circuit hat Wario tatsächlich Deutsch gesprochen. So ein Mist! Die Stimme kommt von Thomas Spindler, welcher zu dieser Zeit in Japan bei Nintendo als Übersetzer arbeitete. Als die Entwickler noch Stimmen für Wario brauchten, gingen sie auf ihn zu und sagten, er sei ideal für diese Rolle, da er so böse klang aufgrund der Tatsache, dass er Deutscher war. Ähnliches gab es auch bei Luigis Stimme, lustigerweise für das gleiche Spiel, doch das habe ich schon im Luigi-Eisberg behandelt. Schaut ihn euch gern an, falls es euch interessiert. Allerdings entschied man sich für die Version außerhalb Japans, Charles Martinet als Synchronsprecher für Wario zu nehmen. Somit verschwand auch seine deutsche Identität. Es gibt aber auch ein deutsches, offizielles Nintendo-Comic namens Die Verwandlung, welches Varios Entstehungsgeschichte erläutert. Anscheinend suchte Mario einen Wissenschaftler auf, um nicht mehr so pixelig auszusehen, und dabei entstand dann versehentlich Wario. Aber ich dachte, Wario wurde mit dem Storch gebracht. Naja, wie auch immer. Rivalität. Wario ist Marios Rivale. Die beiden sind zwar Cousins, aber sie sind sehr gegensätzlich. Wario ist ziemlich kaltherzig. Darüber hinaus ist er faul, geizig und ausbeutend, wohingegen Mario lieb, nett und hilfsbereit ist. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, er ist der Anti-Mario. Seit seiner Kindheit ist er neidisch auf Mario, da dieser immer viel beliebter und angesehener war. Mario war erfolgreicher Klempner, Peach geliebter und wo immer er hinging, war er beliebt. Wario auf der anderen Seite war immer Außenseiter. Wir erfahren in einem offiziellen Comic auch, dass Mario Wario früher gemobbt hat. Oder zumindest fühlt es sich für Wario so an. Somit war Wario immer wütend auf Mario und es entwickelte sich eine Rivalität zwischen den beiden, welche, wie die Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong, auf Popeye und Bluto basierte. Name. Die Rivalität zeigt sich auch schon an Varios Namen. Wario setzt sich aus dem Wort Warui für böse und Mario zusammen. Tatsächlich sollte er zuerst auch Bad Mario heißen, der Name Wario war allerdings eines der ersten Dinge, die für diesen Charakter feststanden. Übrigens, wenn man das M in Mario umdreht, erhält man auch Wario. Das war auch beabsichtigt und sollte noch einmal widerspiegeln, dass Wario hier das Gegenteil von Mario ist. Stärke. Ja, Leute, Wario ist tatsächlich ziemlich stark. Er ist ziemlich muskulös. Sobald man in Mario Land 4 mal etwas länger stehen bleibt, holt er sofort seine Hanteln raus. Sorry. Wenn er nicht gerade Fernsehen guckt oder isst, macht er Sport. Denn ja, Leute, Wario will. Im Wario Land 4 Handbuch steht, dass er über 100 Liegestütze kann. Das kann ich auch. 99, 100. Was? Wer kann das 10-mal hintereinander? Außerdem kann er 200 Kilo Bank drücken und er isst auch enorm viel. Ein offizieller Ernährungsbericht zu einem Tag in Varios Leben war, dass er morgens 9 Liter Milch, 3 Baguettes, Käse und 6 rohe Eier konsumierte
Mittags aß er 3 Teller Spaghetti und 10 Hotdogs und abends 10 Teller Leber mit Zwiebeln und 10 Pancakes. Das ist ja normal, ne? Man könnte meinen, dass er stärker als Mario ist. Vor allem, da er in Mario 64 diese Steinblöcke zerstören kann und Mario nicht. Er ist auch ein Magier und konnte andere Leute in Mario Land 2 kontrollieren. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich darauf noch einmal zurückkommen. Er kann auch seine Gegner einfach fressen. Doch nun kommt der ultimative Grund, warum Wario einfach maßlos overpowered ist. Er ist tatsächlich unsterblich. In Wario Land 2 Handbuch steht, egal wie viel Schaden ich nehme, ich bin unsterblich. Für Wario existiert kein Game Over. Sobald er von etwas getroffen wird, was ihn eigentlich töten sollte, verändert sich einfach Varios Körper, was er teilweise sogar zu seinem Vorteil nutzen kann. Darüber hinaus hat er wohl auch Verbindungen zu Dämonen aus der Unterwelt. Wenn er Knoblauch verspeist, wird er zu Wario Man und ist nochmal stärker. Und nun ja, Knoblauch ist schon recht einfach zu bekommen. Liebe. Wenn man in Wario Land 4 oder Virtual Boy Wario Land das Ende freischaltet, sieht man Wario mit, nun ja, einigen Damen. Auch in Wario Land 4 sagt Captain Candice, Varios Rivalin, dass sie ihn attraktiv findet. Aber gut, wirklich von Liebe kann man da nicht sprechen. Was ist aber, wenn ich euch sage, dass Wario in jungen Jahren stark in Peach verliebt war oder dass Wario in Wario Land 4 auch eine Prinzessin hatte? Irgendwie rede ich ziemlich oft von diesem Spiel. Meine Güte. Wie auch immer. Die Prinzessin heißt Shokora und wurde von Wario gerettet. In Mario Party kann man auch sehen, dass er heimlich in Toadette und Daisy verliebt ist. Beziehungsweise diese auch in ihn. Varios Reichtum. Wario ist Videospielentwickler. Darüber hinaus besitzt er anscheinend auch einen Bombenladen. Und seit seiner Kindheit ist er auf der Suche nach jeglicher Art von Reichtum. In Mario Kart Wii besaß Wario auch eine eigene Goldmine. Und das ist ziemlich heftig, da es die einzig bekannte Goldmine im Pilzkönigreich ist. Und das Gold wird hier wirklich in Massen herausgeschafft. Und wie wir wissen, können 100 Goldmünzen im Mario-Universum dich vor einem Tod bewahren, was das Gold schon extrem wertvoll macht. Gerade für Wario, der eh nicht sterben kann und das ganze Gold somit anderen andrehen kann, um sich so seinen Wohlstand zu sichern. Denn das Versprechen nach einer sicheren Flucht vor dem Tod, die man noch immer wieder beschaffen muss, da sie nur einmal wirkt, ist schon ziemlich mächtig. Wario Land. Wario Land war Varios erste eigene Reihe, welche aus der Mario Land Reihe entstand. Das erste Wario Land Spiel trug sogar noch den Beinamen Mario Land 3. Es erschien für den Game Boy und wurde vom R&D One Team, Nintendos ältester Gaming-Abteilung, entwickelt. Dann erschien Virtual Boy Wario Land, welches, wie der Titel vermuten lässt, auf dem Virtual Boy herauskam. Dieses Spiel inspirierte Retro Studios übrigens dazu, in Donkey Kong Country Returns mehrere Ebenen einzubauen. Wario Land 2, was eigentlich der dritte Teil war, erschien dann für den Game Boy und später noch einmal in einer extra Game Boy Color Version. Allerdings löschte sich der Game Boy Color Spielstand vollständig, sollte man dieses Spiel auf einem normalen Game Boy spielen, was einfach nur dumm ist. Stellt euch mal vor, ihr verleiht euer Spiel für eine Woche an einen Freund, der einen Game Boy besitzt, bekommt es dann wieder und euer ganzer Spielstand ist weg. Warum? Sehr beeindruckend ist aber, was Nintendo bei der Entwicklung von Wario Land The Shake Dimension für die Wii geschaffen hat. In diesem Spiel war alles komplett handgezeichnet. Allein für Wario wurden über 2000 einzelne Frames gezeichnet und für die Gegner nochmal 6000. Kein Hintergrund ist wie der andere und laut dem Programmdirektor Koichi Iyagi wären allein schon die Hintergründe und Objekte zu viel für den Gamecube gewesen. Leider blieb dies aber bisher das letzte Wario Land Spiel, da es von den Verkaufszahlen, wie bereits aus seinem Vorgänger, deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb und sich WarioWare finanziell deutlich mehr gelohnt hat. WarioWare. In WarioWare können wir erfahren, dass Wario Videogame Developer ist, der erfuhr, dass er so viel Geld machen kann. Er arbeitet einfach mal für sein Geld. Was? Wir erfahren auch, dass er Biker ist und lernt seine Freunde, die er mies abziehen wollte, kennen. Oder kurz, wir bekommen hier einen Einblick in sein Privat- sowie Arbeitsleben. Es ist die erste Reihe, die sich wirklich mit ihm als Charakter beschäftigt. Und wir erfahren, dass er mehr als nur Marios Rivale ist. Das erste WarioWare-Spiel wurde anfangs geheim
also ohne Absprache mit dem Manager entwickelt. Es wurde von Mario Artist Polygon Studio inspiriert, welches nur in Japan für das Nintendo 64 DD rauskam. Denn in diesem Spiel gab es einen Modus, in dem man kleine Microgames, wie bei WarioWare später auch, spielen konnte. Zwischen den Mitarbeitern gab es auch einen regelrechten Wettbewerb, wer es schafft, sich die verrücktesten Microgames auszudenken. Es haben übrigens auch alle möglichen Mitarbeiter, die gar nicht an der Produktion des Spiels beteiligt waren, Vorschläge in Form von kleinen Zetteln auf den Schreibtischen der Entwickler eingereicht. Weitere Wario-Spiele. Game & Wario erschien damals für die Wii U und war fast vergleichbar mit einem WarioWare-Spiel. Ursprünglich war es nur eine Ansammlung an wenigen Minispielen für Wii U-Spieletester, um mit dem Gamepad vertraut zu werden. Doch einige Mitarbeiter begannen daraus ein vollwertiges Spiel zu machen. Jedoch fanden sie, es sei schwer zu vermarkten und so machte man daraus ein Wario-Spiel. Dann gab es auch mal Wario Woods, welches quasi einfach Candy Crush von früher war. Wario Blast war einfach Bomberman mit Wario. Interessanter wird es da schon mit Wario Masters of the Skies, welches eine Art Spin-off zu den Wario Land Spielen war. Auch Wario World, ein 3D-Plattformer mit Wario für den Gamecube, war ziemlich verrückt, aber tatsächlich gut. Richtig interessant wird es aber mit Mario & Wario, einem Japan-exklusiven Spiel, in welchem Mario einen Eimer auf den Kopf wirft und dieser nichts mehr sehen kann. Der Spieler muss dann Brücken und so etwas für Mario bauen, damit dieser nicht in Schluchten fällt und so. Man spielt das Spiel übrigens mit der SNES-Maus. Gecancelte Wario-Spiele. Für den DS und die Wii existierte früher WarioWare Do-It-Yourself, mit dem man eigene kleine WarioWare-Minispiele erstellen konnte. Doch Nintendo hatte bereits ca. 10 Jahre vorher ein Wario-Spiel geplant, bei dem Spieler Programmiergrundlagen beigebracht werden sollten. Einen Titel hat dieses Spiel nicht bekommen und es existieren auch nur ein paar Screenshots. Man weiß aber, dass Wario versucht, sich in diesem Spiel in Marios Schlossnetzwerk einzuhacken. Auch Wario's Big Fat Journey ist ein gecanceltes Wario-Spiel, das sogar von Ubisoft mitentwickelt wurde. Ziel dieses Spieles wäre es gewesen, so viel zu essen, dass man bis zum Mond wächst, um dort seinen Gegner zu besiegen. Allerdings wurden die Arbeiten am Spiel eingestellt, da die Entwickler fanden, es wurde nicht so, wie es in ihrem Kopf sein sollte. Und sie wollten kein mittelmäßiges Produkt rausbringen. Hätte Ubisoft diese Art mal beibehalten. Naja, auf jeden Fall ist bekannt, dass einige Elemente dieses Spiels und dessen Nachfolgers in das Rabbids-Spiel für die Wii geflossen sind. Und ja, das Spiel sollte einen Nachfolger namens Wario's Lunar Adventure bekommen. Dieser wurde allerdings auch mit Wario's Big Fat Journey verworfen. Wario Retold VR wurde ebenfalls verworfen. Ein Spiel, welches die recht unbekannte Nintendo Switch Labo VR-Funktion nutzen sollte. Man hätte aus Warios POV erlebt, wie dieser die WarioWare Inc. Company gründet, Microgames angetestet und Managementaufgaben übernommen. Donkey Kong vs. Super Wario. Ja, Kinos. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Tatsächlich sollte Wario ursprünglich der Antagonist in Donkey Kong Country sein. Er hätte Mario mit einer eigenartigen Waffe versteinert und es wäre Donkey Kongs Aufgabe gewesen, ihn zu retten. Letztendlich wurde aber King K. Rool für die Rolle als Antagonist erschaffen, was meiner Meinung nach auch besser passt. Mario wäre schon ziemlich seltsam gewesen. Werbungen. Es gab für Mario Land 2 eine Werbung, in der Wario einen hypnotisieren wollte. Und für Wario World gab es einen Werbeclip, in dem Wario einen Politiker beeinflusste. Es war auch geplant, für Mario und Sonic bei den Londoner Olympischen Spielen 2012 einen echten Olympiasportler bei den echten Spielen im Wario-Kostüm antreten zu lassen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass dies nicht gerade geeignet war für den Sport. Ich wette aber, ich habe noch nie von dem geplanten Wario-DLC in Breath of the Wild gehört. Zugegeben, es handelt sich dabei um einen kostenlosen Mini-DLC, der allerdings verworfen wurde. Man hätte Varios Outfit in Truhen versteckt finden können und das Ganze wurde gemacht, um WarioWare Gather Together zu bewerben. Da dieses Spiel allerdings verspätet erschien, ersetzte man Varios Outfit mit dem Xenoblade Chronicles Taucheranzug von Rex. Welcome to Greedville. Welcome to Greedville war ein offizielles, von Nintendo entwickeltes Flash-Spiel. Ja, man kann es sogar noch spielen. Es wurde nämlich im Internetarchiv archiviert, allerdings leider nicht ganz vollständig. Ich verlinke euch das Spiel trotzdem mal in der Videobeschreibung. Es sollte eigentlich ein Werbespiel für Wario Land 4 sein.
Man befindet sich, wie der Titel schon sagt, in Varios eigener Stadt namens Greedville. Dort startet man auf dem Marktplatz und Wario labert einen voll. Na super. Man kann von hier aus zum Kino, wo Wario Land 4 angepriesen wird, und in den Arcade-Laden, in dem man von Wario abgezogen wird. Mal ehrlich, in diesem Hütchenspiel muss man so lange spielen, bis man verliert. Man kann es erst beenden, sobald man verloren hat. Was zur Hölle? Es gibt auch ein Kaufhaus, wo man Hintergrundbilder und Bildschirmschoner für seinen Computer für gewonnenes Geld aus der Arcade-Halle kaufen kann. Es gibt auch eine Poststation, wo man sich für das Nintendo Power Magazin anmelden konnte, und die Geizhalsschule, in welches ein offizielles Wario-Comic und einen Geizhals-Test gibt. Ich finde es echt wild, dass Nintendo hier ein offizielles Flash-Spiel entwickeln ließ. Und es war auch nicht deren einziges. So, und damit hätten wir nun den gesamten Wario-Eisberg erkundet. Abonniert gerne, um keine Eisberge mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.